kreuzt sie unter Sprachen und Kulturen. So that's not going to work. Und also funktioniert das nicht. And so here's the problem. Und hier haben wir das Problem. Man separated from God. Der Mensch von Gott getrennt, Man separated from God is going to lead to complete destruction. der wird zur kompletten Zerstörung führen. So man needs God. Also der Mensch braucht Gott. Man can't fix the problem. Der Mensch kann das Problem nicht reparieren. So there's only one person that can fix the problem, Es gibt nur eine Person, die das Problem reparieren kann. and that's God. Und das ist Gott. So God has to put a plan in place. Also muss Gott einen Plan aufrichten. And he starts with one man, Und er fängt mit einem Mann an. Abraham. Abraham. And fairly early in the story, God makes a very important statement. Und relativ früh in der Geschichte macht Gott eine ganz wichtige Aussage. And Abraham believed, Abraham hat geglaubt and it was counted to him as righteousness. und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Righteousness. Gerechtigkeit. All right? So the whole storyline of God's plan to redeem mankind, the answer is pretty much given there right at the beginning of the plan. Also der ganze Plan, wir haben schon am Anfang die Antwort für das Problem. Faith equals righteousness. Glaube bedeutet Gerechtigkeit. There was no Levitical law. Da gab es kein levitisches Gesetz, There was no Deuteronomic law. kein deuteronomisches Gesetz. There was just inherent nature of man to know what was a little bit good and what was bad from God's character. Und man konnte einfach erkennen, was war gut und was war schlecht von Gottes Charakter her. And out of that, God said it's by faith that one is made righteous. Und dann sagt Gott, ja, und durch den Glauben wirst du gerecht. So now we have to walk through history and reveal God's plan to redeem man. Also müssen wir jetzt durch die Geschichte laufen und herausfinden, was ist Gottes Plan, um die Menschheit zu retten. And Abraham receives some promises. Abraham empfängt Versprechen, To have a son, einen Sohn zu haben, which kind of turns into descendants. was sich in viele Nachkommen ändert, Onto a nation. zu einer Nation. You have a particular set of land, Er hat ein bestimmtes Land and you'll be a blessing und er wird ein Segen sein, to bless. zu segnen. Yep. All right. And so we have all these interesting stories in there. Wir haben diese ganzen interessanten Geschichten da. You have Ishmael and Isaac. Ja, Ismael und Isaac, which I wrestle with. It's just cool. Anybody ever noticed that Isaac isn't promised through Sarah until Ishmael is 13 years old? ist euch schon mal aufgefallen, dass Isaac nicht direkt angekündigt wird, bis dass Ismael 13 Jahre alt ist? Ever noticed that? Habt ihr das schon mal bemerkt? So God never actually told Abraham having Ishmael was wrong. Gott hat Abraham nie gesagt, dass Ismael zu haben falsch war. Just gonna leave that there and let you wrestle with that. Lasst das mal einfach stehen und ihr könnt dann mit euch Because rumschlagen. Isaac wasn't promised till 13 years after. Isaac wurde nicht angekündigt bis 13 Jahre danach. So I like to think that Ishmael was actually an act of faith. Ich glaube, dass Ismael tatsächlich eine Tat des Glaubens war. It's because Ishmael comes in right after God says Abraham believed and was so he's righteous. Denn Ismael kommt kurz nachdem die Bibel sagt, Abraham hat geglaubt und war daher gerecht. So Sarah can't have kids, what do? Sarah kann keine Kinder haben, also was machst du? We'll have a son. Ja, wir haben einen Sohn. We'll use a surrogate mother. Dann brauchen wir eine andere Mutter. God said have a son. Gott hat gesagt, habt einen Sohn. I'll just let you wrestle with that one. Ihr dürft I don't have any answers, but I just found it really interesting. Ich habe da keine Antworten dazu, ich fand es nur interessant. In that process too, we have this interesting story
of tracked down this guy named Melchizedek. Und in diesem Prozess haben wir auch diese sehr interessante Person. After some battles, Nach ein paar Kriegen. this guy, King Melchizedek Dieser Typ, König Melchisedek of Salem, von Salem, his name and the city imply that his name is my king is righteous. der Name deutet schon, und die Stadt deutet schon an, dass er heißt, mein König ist gerecht. So his name is Righteous King, Der gerechte König. and he's the king of the city of peace. Er ist der König der Stadt Frieden. And it says he is a priest of the Most High God. Und es heißt da, dass er ein Priester des höchsten Gottes ist, Before there's a Levitical order. bevor es eine levitische Tradition gibt. The Leviticus priesthood started in Leviticus. Die levitische Priesterschaft beginnt in Levitikus. All right. And there's some local battles, and Abraham rescues his nephew, gets caught up in it. Und dann gibt es ein paar Schlachten und Abraham rettet seinen Neffen. And this king priest, he's like, oh, Abraham, even, he doesn't sound like he's much, but actually says he has 400 armed men in his family. Genau, und dieser Mann, es klingt jetzt erstmal nicht, als ob er viel hat, aber es steht schon da, dass er 400 Kämpfer in seiner Familie hat. Okay, so Abraham and Sarah is not this little couple wandering around in the wilderness. Also Abraham und seine Frau, das ist ein einfaches Pärchen, das so durch die Wildnis wandert. They are wealthy. Die sind reich, They have huge herds. sie haben große Herden, They have 400 servants that can be soldiers. die haben 400 Sklaven, die Soldaten sein können. So it's pretty influential. Das ist schon recht einflussreich. So this guy Melchizedek comes down, sees him down in the valley. Und dieser Melchisedek kommt dann runter, sieht dann den im Tal. Says, I don't want trouble with this guy. So he says, Melchizedek basically goes, I'm going to make a peace treaty with this Abraham guy who's very powerful. Und er sagt, ich möchte jetzt gleich einen Friedensvertrag mit diesem Abraham machen. And so he does the ancient way of making a treaty by coming down, and they have a meal of bread and wine. Und so macht er einen Friedensvertrag, wie man es damals gemacht hat, mit Brot und Wein essen sie zusammen. The righteous king of the city of peace comes down and makes a peace treaty to the people of God that God's given promises to with a meal of bread and wine. Der König der Gerechtigkeit aus der Stadt des Friedens kommt runter, um Frieden mit dem verheißenen Gottes zu haben und sie feiern das mit Brot und Wein. The story is written at the beginning, my friends. Und diese Geschichte steht am Anfang heute. Alright? Okay, moving on from Abraham. Gehen wir weiter von Abraham. Again, his family ends up in Egypt. The family eventually ends up in Egypt and enslaved. Familie endet dann in Ägypten, versklavt. So they need to come out. It's time for them to go in the land. Und sie müssen rauskommen. Es ist Zeit, ihr Land einzunehmen. Chaos has surrounded and almost snuffed out the promises of God within the land of Egypt. Okay. Chaos. Chaos. Okay, ja. Chaos hat das Land verwüstet und die Pläne scheinen nun verwirklichbar. Pharaoh is killing off all the Hebrew males. Und der Pharao hat all die männlichen Hebräer getötet. Yet there was one baby Aber da war ein Baby in a basket im Korb, floating on the waters of the Nile. das auf dem Wasser des Nils schwimmt. Something floating on the water. Etwas, das auf dem Wasser schwimmt. What's that a symbol of? Was ist das ein Symbol für? Hope. Hope. God's salvation. Hoffnung, God's. ja, Gottes Errettung Of course, that baby turns into the man Noah. Baby wird, Sorry, Moses. ja, das Baby wird zu Moses. Dying over here.
What? Sorry, I'll be hacking a bit. I had a really bad allergy attack last Friday. Entschuldigt, ich hatte eine ganz schlimme Allergie letzten Freitag. Really had allergies before in my life, so. Eigentlich bin ich kein Allergiker. The grass in Dresden is trying to kill me. Das Gras in Dresden versucht mich umzubringen. I woke at like 4:30 in the morning, Friday morning with a. Ich bin um halb 5 aufgewacht mit einem. Ich kann nicht atmen! So I'm on 2 inhalers, a nasal spray, eye drops, and pills. Und dann habe ich 2 verschiedene Inhaliergeräte ausprobiert und Nasentropfen und sonst alles. Deutschland is trying to kill the Ausländer. Wow. That's not true. Just kidding, it's sarcasm. Relax. Alright, there we go. Ja. Just some, right? No, just some. Just some of us, yeah. Not all of them. Just the grass and my wife, probably. Yeah. So we have, anyways, on to Moses. Auch zu Mose. So obviously he takes them out, and again, how do they exit Egypt? Und ja genau. Wie verlassen sie dann Ägypten? Well, first the series of plagues. Zuerst die Plagen. Which if you think about it is basically a decreation of the world. Wenn ihr darüber nachdenkt, ist das so ein Stück weit eigentlich eine Dekreation der Welt. Because their creation narrative was a bunch of gods over every little bit of creation. Denn für Ägypten war das so ein Stück weit dieser Gedanke von unterschiedlichen Götter über jedes kleine Stück der Natur. Yeah, and then again, when they leave through the Red Sea, do they swim? Und dann, wenn sie durch das Rote Meer gehen, wie kommen sie da durch? The waters, the chaos, the sea splits. Die Wasser, das Chaos, das Meer teilt sich. And they walk on dry land, Und sie laufen auf trockenem Land. and the chaos overcomes the Egyptian army. Und das Chaos überwältigt die Ägypter. Okay, so now they're standing in Sinai. It's the desert, it's dry, it's hot, there's no air conditioning. Und sie sind dann in Sinai, es ist trocken, es ist heiß und keine Klimaanlage. Moses, why are you trying to kill us? Moses, warum willst du uns umbringen? No. Nein. And they want to make golden calves, they want to do all this crazy stuff. Die wollen das goldene Kalb bauen und all dieses verrückte Zeug tun. The problem is that the Hebrews have been in Egypt for 400 years. Das Problem ist, dass die Hebräer jetzt für 400 Jahre in Ägypten waren. So, yeah, by genetics they're Hebrew, but in here they're Egyptian. Ne, genetisch sind sie zwar Hebräer, aber hier oben sind sie Ägypter. And so they need a whole worldview change. Die müssen ihre komplette Weltanschauung verändern. Because they think every little god controls every little element of nature. Weil sie denken, jeder kleine Gott kontrolliert den kleinen Teil der Natur. So the creation narrative is given to change their worldview. Deswegen wird die Schöpfungsgeschichte gegeben, um die Weltanschauung zu verändern. Alright, then they need to know how to worship this God. Und die müssen lernen, wie sie diesen Gott anbeten. And this is where we get Leviticus, Und da kriegen wir Levitikus. and we get the sacrificial system, Das Opfersystem. we get their purpose, their calling, Wir kriegen ihre Berufung mit. we get Deuteronomy, Wir kriegen Deuteronomie. which is the contract or the constitution to go into the land. Der Vertrag oder der Auftrag, das Land einzunehmen. Okay. So Moses, we have the sacrificial system, Mit Mose haben wir dann das Opfersystem, priesthood, die Priesterschaft. we have the law, Dann das Gesetz. which we can boil down simply to, well, you have, gosh, was it 600 something, 630 commandments all in there somewhere? Something around that number, I always forget. So ungefähr 600 sonst was Gesetze. Somewhere in there, I can't remember the exact number. Irgendwie so rum. And those can be boiled down to 10 categories. Und die können in 10 Kategorien runtergebrochen werden. The 10 Commandments,
Die 10 Gebote. 10 Commandments can be boiled down to 2 categories. Und die 10 Gebote können in 2 Kategorien runtergebrochen werden. Love God, Liebe Gott love people. und liebe die Menschen. Alright? Okay? Cool with that? Alright, so move on. We get into Joshua. We take the land. It looks like after the first generation, looks like things are going great. And then we get to Judges. Und dann sehen wir Josua, alles wird eingenommen und dann kommt, alles läuft super und dann kommen wir zu den Richtern. I gotta back up for 1 second. Dann muss ich nochmal zurückrudern. We have the tabernacle set up, right? The Wir haben den sacrificial system? die Stiftshütte, die aufgestellt wird. Yeah? Hier. Yep. Okay, so the tabernacle, building a tabernacle comes in 7 parts. Eine Stiftshütte aufbauen kommt in 7 Teilen. There's another story that comes in 7 parts. Da gibt es noch was anderes, was in 7 Abschnitten kommt. What story is that? Welche Geschichte ist das? Okay. So and remember, this is all being written at the same time. Und erinnert euch dran, das wurde alles zur selben Zeit aufgeschrieben. The creation narrative goes along and parallels the building of the tabernacle. Die Schöpfung läuft ziemlich gleich ab wie der Aufbau der Stiftshütte. Alright? Okay. When Adam and Eve were kicked out of the garden, Als where Adam und Eva aus dem Garten geschmissen wurden, were they sent to? wo wurden sie hingeschickt? To the east. Nach Osten. When you read Leviticus or Exodus, it talks about the tabernacle. It says the opening shall be to the... Wenn man dann sich anschaut, wie die Stiftshütte gebaut wird, wohin soll die geöffnet sein? Okay. Nach Osten. Okay. Tree of life, God, etc., etc. Und der Baum des Lebens mit Gott, alles und so weiter. Alright, so if you want to get back to God and get back to Tree of Life, 1 second, what direction do you need to head? Also wenn du zurück zu Gott willst und zurück zum Baum des Lebens willst, welche Richtung musst du gehen? Which direction do you need to go? West. Westen. Okay, so the farther west you go, Je westlicher du gehst, the farther into the garden you get. je näher kommst du an den Garten. Alright, so here the common man has to stop here. Aber der normale Mensch muss hier erhalten. Only the priests can be in here. Nur die Priester können hier drin sein. You make your sacrifice for atonement and have all the elements. Die machen das Opfer und so weiter. Genau. More accurate. And then the priests can go also inside the tent. Und die Priester können auch in das Zelt rein. And the tent is just like a living quarters for the king. Ein bisschen wie das Quartier des Königs. There's lamps, there's rugs, there's a table, there's blah blah blah. Lampen, Tisch und so weiter, alles Mögliche da. Okay, and back here is the master's bedroom, the private area. Und da hinten ist das Schlafzimmer, Okay. wartet Otherwise known as the Holy of Holies, auf das Allerheiligste, where the physical presence of God lives. wo die physische Präsenz Gottes lebt. Okay, so in the garden story, what keeps man from just walking back into the garden? Und in der Gartengeschichte, was verhindert den Menschen daran, einfach wieder zurück in den Garten zu laufen? The angel. The angel, the cherubim, sitting there guarding it, right? Die Cherubim, die den Garten verteidigen. I don't have the reference top of my head, but if you go and you read the description, there's curtains here and there's curtains here. You come to the veil of the Holy of Holies, which is some curtains. Und ich habe es nicht genau, man geht durch ein paar Vorhänge und man kommt zum Vorhang, der das Allerheiligste abgrenzt. And if you read the description of that curtain, there's something embroidered on those curtains. Und wenn du dir das ansiehst, die Beschreibung dieser Vorhänge, da ist was Do you drauf. know what it is? Weißt du, was es ist? The angel. Angels are embroidered on the curtain. Da sind Engel drauf eingestickt. And everything inside of here
Und alles dahinter, the lampstand, everything has buds on it and branches and leaves and da. und der siebenarmige Leuchter hat Blüten dran und alles mögliche. It looks like a garden. Es sieht aus wie der Garten. So the tabernacle, then the temple, is talking about the creation narrative. Also das erzählt von der Schöpfung. And making all the sacrifices and washing and da reminds you of how you are separated from God. Und die ganzen Reinigungsritualien erinnern dich daran, wie du von Gott getrennt bist. Okay? Alles klar? This is all going to come in this week. This is why I'm doing this over here. Kommt später alles noch wieder. Alright? And then, of course, Israel was camped out around the tabernacle. Und Israel war außerhalb vom Tabernakel gelagert. And then we had the pillar of smoke and fire. Wir hatten dann die Feuer- und Rauchsäule. Right? And so those become symbols of the presence of God. Und die werden zu Symbolen der Gegenwart Gottes. Moses in the burning bush. Mose im der brennende Busch. And somebody told me why fire? Jemand hat mir mal gesagt, warum Feuer? Because holiness in the presence of sin burns. Denn Heiligkeit in der Gegenwart von Sünde brennt. Okay. But we have God sort of reuniting with mankind here. Und wir haben hier Gott, der versucht, mit den Menschen sich wieder zu vereinen. Can't really go to him, but he's camped out with his people. Er kann nicht wirklich zu ihnen kommen, aber er lagert mit ihnen. Okay, and the king says, all right, let's go march into the land. Und er sagt, gut, laufen wir ins Land rein. The spies go in and they come back. Die Spione gehen rein, kommen wieder zurück. Like, it's great, but nope. Die sagen, es ist so genial, aber nö. Except for two guys, Außer zwei Leuten, Joshua and Caleb. Josua und Kaleb. So God says, okay, another round around the mountain, around the forest, we'll get a new generation. Und Gott sagt dann, ja gut, dann wandert ihr halt noch und wir brauchen eine neue Generation. Remember we talked about faith? Wir haben über Glaube geredet. You read the beginning, something I discovered, you read the beginning of Joshua. Wenn ihr da lest, die Erzählung von Joshua, It says, when God talks to Joshua, he talks to Joshua like he already owns the land. wenn ihr das lest, dann merkt ihr, Gott redet zu Josua, als ob er das Land schon And when he besitzt. talks about the people, Und wenn er zu den Leuten redet, he's talking about Joshua to go for them to take possession of the land. dann sagt er, dass sie das Land in Besitz nehmen sollen. So in God's eyes, because Joshua and Caleb already had faith, they already obtained the promise, even though they still had to live outside of it. In Gottes Augen hat Josua und Kaleb hatten Glauben und deswegen haben die das Land schon eingenommen. Alright, so the whole point of Moses' law, Deuteronomy, was Leviticus, was for them to live in the land, to be a representation of who God is. Die ganzen Versprechen gingen darum, dass sie ausleben, wer Gott ist. I'll go to the map scene. Give me a second here. Gehen wir kurz zu Karten. This is an axe map, but this will work. Eine Karte für die Apostelgeschichte, aber es In the funktioniert. ancient world, you had Egypt and Africa. In der Antike hatten wir hier unten Afrika und Ägypten, You had Babylon. Babylon, You had Anatolia and all Hittites and all them over here. Anatolien und all die Hittiter da drüben. And then you had the ocean. Du hast da das I've Meer. already talked about how they thought the ocean. It's scary, it's dangerous, it still is today. Und ja, das Meer ist gefährlich und macht Angst, ne? Ist heute auch immer noch. So there's not actually a lot of sailing going on in the ancient world. Very Also few da groups did that. passiert nicht sehr viel Segeln in der Antike. And over here you have a hot, dry, impassable desert. Und auf der anderen Seite hast du eine heiße, trockene Wüste, durch die du nicht durch kannst. Now if you want to travel or do trade or diplomacy and you want to, if you live up here, and you want to go down to Egypt or wherever, Ethiopia, you had one route. Also wenn du reisen wolltest, egal wohin du wolltest, du hattest eine Route. There's two roads that went, the mountain road and the coastal road, that went right through this land. Da gibt es zwei Routen, die bergige Route oder die Küstenroute, die So- durch das Land gehen.
let's say you're in government and you want to control trade. Wenn du jetzt sagen möchtest, du bist eine Regierung und du möchtest den Handel kontrollieren, Where do you want to be? wo willst du sein? If you are in marketing and you want to get a message out, Wenn du im Marketing bist und eine Botschaft aussenden willst, where do you want to be? wo willst du sein? If you want to be a place of influence in the ancient world at this time, Wenn du was beeinflussen willst zur damaligen Zeit, you probably want to be in a strip like this where everybody has to pass through. dann willst du in so einem Streifen sein, wo jeder durch muss. So God wants them in this land Also Gott will sie in diesem Land and to live according to His ways, und dass sie nach seinen Maßstäben leben, so the nations would see who the Most High God is by the people who live in that land. damit die Nationen sehen, wer der höchste Gott ist, nach den Maßstäben des Landes. So in the darkness of the world, Also wenn die Dunkelheit der Welt ist eine schlechte Kerze, aber naja. Israel is supposed to be a light. Israel soll ein Licht sein. Okay? And it sounds great when Joshua, a man full of faith, goes in and takes the land. Und es klingt großartig, wenn Josua, ein Mann des Glaubens, das einnehmen soll. And it sounds awesome. Und es klingt genial. And then we get to the book of Judges. Und dann kommt er zum Richter. And then we talk about the cycles in Judges, right? Und Remember those? ihr habt die Zyklen der Richter angesehen. They live in blessing, Sie leben in Segen. they fall into disobedience, Sie fallen in die Ungehorsam. and so they fall into oppression, Sie fallen in Unterdrückung. they cry out to God, Sie rufen nach Gott. God sends them a deliverer, Gott befreit sie. they live in blessing, Sie leben im Segen. and we do that over and over and over again. Und es wiederholt sich und wiederholt But sich. they're not just doing that cycle. Each time as you get through Judges, the story gets worse and worse and worse. Und wir sehen jedes Mal, wenn dieser Zyklus durchlebt wird, wird die Geschichte schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Black marker, no. I Ja. never just disappeared. I see, right? Into Egypt, Israel descends into complete darkness. Und bis dann Israel in der kompletten Dunkelheit versackt. Okay? And so we get to Samuel, the time of Samuel, the last judge. Und dann kommen wir zu Samuel, dem letzten Richter. And the light of the world that God had set up has the candle has almost completely stuffed out. Und dieses Licht, das Gott da hinsetzen wollte, ist fast komplett erloschen. The plan to save the world Der Plan, die Welt zu retten, is almost out. ist fast weg. Fast verkackt. Then we see Samuel Und dann sehen wir Samuel in the tabernacle. in der Stiftshütte. He says he was lying there Man steht da, als da lag, while the old priest Eli was going blind, während der Hohepriester Eli blind wurde. and basically his sons were off, probably sleeping with women or whatever. Und seine Söhne waren weg und haben wahrscheinlich gehurt oder so. It's a very bad picture. Das ist ein sehr schlechtes Bild. And there's this funny thing. It says Samuel was sleeping in the temple, for the light of God had not gone out yet. Und da ist diese interessante Formulierung, dass der Samuel da geschlafen hat und das Licht Gottes ist noch nicht erloschen. At the surface level, that means the lamp of God. It was supposed to burn throughout the night. The priests were supposed to tend to it. Und praktisch heißt es, diese Laternen sollten halt am Laufen gehalten werden. Genau, die Lampen und die Priester sollten sich darum kümmern. Right? So that implies the priests were not tending it and they were letting it going out at night. Und das heißt, dass die Priester sich da nicht ordentlich drum gekümmert haben und es abends über Nacht haben ausgehen lassen. But this is also a Hebrew idiom. Aber das steht auch dafür im Hebräischen für das hebräisches Idiom.
The light of God was to say, is a way of saying the hope of God, Das Licht Gottes heißt letzten Endes auch die Hoffnung Gottes, or the salvation of God. die Rettung Gottes.